Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Reaction-Meinungsvideo, und zwar doch nochmal zu Jurassic World Evolution. Ich hätte gedacht, das letzte war sozusagen, oder dieses Meinung zu Jurassic World Evolution wäre eigentlich mein einziges Reaction-Video so wirklich, oder wisst schon, mein einzig letztes, aber tatsächlich hat jetzt, ja, Frontier doch nochmal was rausgehauen, wo ich mir gedacht habe, da muss ich fast dazu reacten. Es ist nicht nur das Species-Profile vom Spinosaurus, das ist auch, worauf ich mich super freue. Es ist noch mehr. Ich will sozusagen ein Behind-the-Scenes-Video mir anschauen, was IGN hochgeladen hat. Ziemlich cool tatsächlich. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal diese 20 Sekunden auf uns wirken. Und dann geht's weiter. Der Spinosaurus sieht super geil aus. Nur der Brüller ist ein bisschen komisch, wie ich finde. Spinosaurus is a genus of large theropod dinosaur. Its distinctive sail was formed of long extensions of vertebrae, connected and covered by skin and possibly used for thermoregulation and display. Ordentlich. Also, der erste Brüller ist auf jeden Fall ein eigener mit so ein bisschen Jurassic Park innen drin. Ein bisschen Jurassic Park 3 Spinosaurus. Man hört es am Ende vor allem, dieses Kratzige. Man hört es dann auch danach, als er den Tyrannosaurus herausfordert, den geilen Regen, was echt cool aussieht. Und ja, danach schnappt er sich da so einen Hadrosaurier und klatscht ihn an die Wand. Oder auf dem Boden halt, ne? Der Spinosaurus ist hier in dem Spiel wie in Jurassic Park dargestellt. Wahrscheinlich nicht so krass wie in Jurassic Park. Also ein bisschen realistischer noch, bedeutet nicht so diese krasse Killing-Maschine, das auf alles zugeht und jeden töten möchte. Aber er hat das Design von Jurassic Park und hoffentlich auch dann den Brüller, weil Frontier will daran arbeiten. Sie haben auf die Community gehört, sie finden diesen Brüller nämlich nicht so toll. Ich muss sagen, ich finde es interessant, es hört sich, ja, wie was nach was Eigenem an. Aber ich finde trotzdem, also ich hätte ihn schon nicht schlecht gefunden, den Brüller, aber im Hintergrund, ich hätte halt gerne auch im Hinterkopf gewusst, weil diese Tiere haben ja generell sehr viel Sounds, dazu kommen wir noch später. Ob er da auch noch diesen originalen Spinosaurus-Sound irgendwo verbaut hat, wahrscheinlich schon, aber ist ja nicht schlimm, dass sie diesen Hauptbrüller jetzt auch noch sozusagen noch mehr an den Spinosaurus anpassen. Das Problem ist, der Spinosaurus hat nicht so viel Brüller wie der T.Rex sozusagen, und sie müssen ja für den Dinosaurier ziemlich viele Soundeffekte entwickeln, und wenn der bereits in Jurassic Park vorhanden war, dieser Saurier, müssen sie natürlich diesen Soundeffekt sozusagen von dem Saurier so bearbeiten, dass der mehrfach nutzbar ist, in verschiedenen Höhen und allen Weisen. Naja, mal gucken. Ich finde ihn auf jeden Fall ziemlich cool und ich bin froh, dass es ihn gibt. Jetzt kommen wir zum nächsten Profile, auch eins meiner Lieblingsprofiles, nämlich der T.Rex. Zuerst einmal, ihr wisst ja, ich mag beide. Ich mag den T.Rex und den Spino. Ich mag den Spino vielleicht ein bisschen mehr, weil ich den damals als Kind, als junges Kind, sehr gefeiert habe. Ich habe den schon gefeiert, bevor er in Jurassic Park 3 zu sehen war, nämlich in meinen Büchern, und fand es dann ganz cool, als mein Vater den mal auf DVD gekauft hat, den Film, und ich mir gedacht habe, den kenne ich doch. Und dann habe ich so gesehen, wie er den T-Rex wreckt, fand ich natürlich als kleines Kind total krass und erstmal erschütternd, weil ich den T-Rex auch ziemlich cool fand, und gleichzeitig habe ich den Dinosaurier gemocht. Deswegen finde ich es ganz cool, was sie hier dann zeigen. Extracting Species Profile. Hier, der Tyrannosaurus. Sieht ja nicht cool aus? Wartet, jetzt sieht man gleich. Tyrannosaurus Rex. Und erst der Brüller. Mit dem Bass. Er beißt den Spino, es gibt wieder die Death-Duels. Es gibt dann wieder die Todesduelle, Leute, und killt ihn. Oh, das klingt echt krass. Ich muss sagen, ich möchte erstmal was kritisieren an dem Trailer. Ich find's jetzt gar nicht so kacke, dass sie halt wieder dieses T-Rex gegen Spino-Gehabe hier zeigen. Es ist schon ein Fanservice, echt, dass sie den T-Rex jetzt den Spino killen lassen, jetzt damit man sozusagen sieht, ja, Frontier möchte nicht, dass der Spino diese überkrasse Killermaschine ist aus dem Film. Finde ich okay, weil das war von Universal irgendwie schon ein komischer Move, jetzt ein Viech reinzuhauen und erstmal unseren Lieblingssaurier einfach so töten zu lassen, sozusagen, der eigentlich davor immer als der Retter zu sehen war. Das war halt komisch. Hätte nicht sein müssen. Man hätte es eher so wie in Jurassic World dann machen müssen, dass jetzt nicht unbedingt der T-Rex stirbt, oder halt, wenn dann schon ehrenhaft stirbt, nicht so komisch. Ich meine, der T-Rex hat den Spino 3-mal gebissen oder 2-mal im Kampf. Also, ihr wisst, was ich meine, der Kampf war einfach weird. Scheißegal, wer gewonnen hat, der Kampf war nicht gut dargestellt. Es geht aber eher darum, was der Trailer uns zeigt, ist, dass es wieder diese Kämpfe gibt, diese Todeskämpfe, was echt cool ist. Wie sie getriggert werden, keine Ahnung. Vielleicht, wenn die Dinosaurier irgendwann Hunger haben, wenn sie ihr Territorium sehr krass verteidigen wollen, wer weiß. Ich fand auch die Soundeffekte vom Spino dann krass, wie er gestorben ist. Ich muss schon sagen,
klang nicht gerade schlecht. Auch mit dem Biss dann war nicht schlecht. Mich interessiert natürlich auch andersrum, wie der Spino den Rex killt. Ich meine, wie ihr wisst, den Spino mag ich ein bisschen mehr jetzt. Also das würde ich dann auch, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es ist. Also ich fände es hart lächerlich, wenn nur der T-Rex den Spino killen kann. Also das wäre schon zu sehr Fanservice. Ich weiß, der T-Rex ist wahrscheinlich vielleicht die beste Kreatur in dem Spiel nach Hybriden oder so. Aber trotzdem sollte der Spino hier auch so ein bisschen Respekt aus den Filmen haben, weil ich meine, das wäre doch ganz cool, wenn wir wieder unsere 50-50 Chance wie in Operation Genesis haben, ne? Aber was ich halt kritisieren möchte am Trailer ist jetzt nicht das ganze Gehabe, was ich möchte eigentlich kurz darauf hin, man sieht vom T-Rex nur zweimal, wie er den Spino killt. Man hat immer so 2 kurze Sequenzen in solchen Species-Profiles, aber wieso zeigt man zweimal, wie er den Spino, okay, einmal angreift, einmal killt? Wieso nicht noch eine kurze Sequenz, wo man sieht, dass, okay, vielleicht wollen sie es nicht spoilern, wie er ausbricht oder wie er irgendwas kurz jagt oder mit Familie trinkt, also versteht schon, zweimal dasselbe, das hatten wir noch nie so richtig, das hatte eigentlich noch nie, glaube ich, bei Species Profiles. Das hat ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich wollten sie durch den Trailer zeigen, dass man sich gegenseitig angreifen kann, aber gleichzeitig auch töten. Da hätte ich es besser gefunden, man hätte gesehen, der Spino hätte den T-Rex angegriffen kurz, aber nicht getötet, und der T-Rex hätte ihn dann getötet, versteht ihr? Dann sieht man, dass beide, dann hätte man auch die Information gehabt, dass beide eine Chance gegenseitig haben. Aber so sieht es jetzt eher nach dem aus, dass man hier schön den T-Rex in den Vordergrund stellen möchte. Finde ich auch persönlich natürlich nicht schlecht. Keinesfalls. Ich finde es halt nur schade, dass man zweimal dasselbe sieht. Aber es kam überraschend, dass der T-Rex jetzt sofort uns vorgestellt wurde. Ich meine, der Spino kurz davor, wir haben eigentlich gedacht eine Woche erst, weil es ja immer eine Woche war. Aber man kriegt es 4 Tage danach sofort. Schon ganz interessant eigentlich, aber ist ja nicht schlimm. Frontier möchte uns hier, wie soll ich sagen, schön Dinge vorstellen und uns hypen. Also mich hypt es auf jeden Fall, weil darauf habe ich wieder Bock. In dem Gameplay hat man angeblich auch mal gesehen, dass die Wunden bestehen bleiben. Das ist auch cool. Aber ich will weitergehen. Und zwar gibt es von IGN eine ziemlich coole, genau, sozusagen Documentary, nicht Doku, was laber ich, so ein Behind-the-Scenes-Video, wo man sieht, wie sie den T-Rex in dem Spiel gemacht haben. Ich mache ein bisschen leiser, ist leider auf Englisch. Das bin ich. Ich werde jetzt ein bisschen nebenbei reden, weil ihr kennt ja, hoffentlich das Video und vielleicht versteht ihr das Englische nicht, wer weiß. Aber dass sie wirklich sich für eine Kreatur allein schon, klar, es ist der Tyrannosaurus, aber so die Mühe machen, so viel aus den Filmen zu holen, dass der so realistisch wirkt mit Jurassic Park Science, wie sie sagen, ne? Mit der Jurassic Park Logik. Ist wunderschön. Also, ich liebe den T-Rex in dem Spiel jetzt schon, weil er einfach wie aus dem Film ist. Und die Entwickler geben, ihr seht es ja, wie sie hier den Tyrannosaurus, wie viel Arbeit sie allein hinter dem Tyrannosaurus gesteckt haben. Behavior, you know, they won't put up with a sort of a lack of comfort as much as other dinosaurs. Ja, natürlich, sie gucken natürlich, dass er auch ein bisschen ruhiger ist und nicht immer nur angreift, klar, logisch. Aber es sieht wunderschön aus, schaut es euch mal an. With a bit of kind of, you know, ensuring that we get those key sort of moments from the movies in there too. We got this massive spreadsheet which has all the attributes what makes a dinosaur, all the behavior attributes. Oh, sieht schön aus. Klar, der Baum ein bisschen durch den Körper, aber sonst sieht das doch geil aus. Metabolic rates, and yeah, by using all these stats, we're forming this like a behavior matrix for each dinosaur, and that affects the moment-to-moment gameplay. T-Rexes, for example, like some grassland. Ich hoffe, es besteht nicht nur immer daraus, dass man so ein bisschen in die Luft beißt. Mal beim Spino hat man schon gesehen, der hat dann wirklich richtig gebissen. Und man hat die Kraft dahinter gesehen, die da steckte. Ich meine, es sah echt sehr realistisch aus. Ja, klar, der T-Rex mag wahrscheinlich mehr Wälder und so, darauf muss man achten, ne? Und das, ich finde es so geil, wir haben über 40 Saurier, Leute. Jeder hat eine andere Vorlieben und wir müssen sie für den Saurier finden und machen, damit der sich wohlfühlt. Und dann finden sie die Gäste doch besser. Boah. Wunderschön. Der Roar, der Brüller, ja, da ist er. Und das fand ich interessant. Das habe ich nämlich irgendwie rausgehört. Ja? Oh, wunderschön. Assets from Jurassic World. Der Jurassic World T-Rex, genau, der hat sich nämlich ein bisschen anders angehört, manchmal.
Das war Jurassic Park 3, soweit ich weiß. So these are great samples, but they're not the same length as what we need. So we take a sound like that and then we try and deconstruct it. And one of the things we did is we haben sich selbst die Brille nochmal zusammengebaut. The middle and the end as an idea. And if you have those things separate, you can create shorter and longer loops, because at any point you can say, oh, we stop here. Und dann können Sie den Brille lang machen und je nachdem anpassen, wie Sie brauchen. So that's one of these calls we just heard, but it's now cut to size. And doing the same thing, if you wouldn't mind playing all 4 of them. So you start making small variations, because humans are really, really good at picking up repetition. So by having these little variations, by adding a few layers of our own, the nice thing there is, so in this case, if you would play just the layers that we added to this T-Rex, those are our own layers, stuff we added to it. It's quite in the mix, but by adding those layers, wir haben was Eigenes reingehauen, damit dieses Wiederholen des Sounds realistisch wirkt. Und ich finde das so geil. So one of the techniques we use is we get these kind of damit sie lange Brüller oder beziehungsweise Sounds für die richtigen Situationen bekommen. Und Leute, das müsst ihr euch immer vorstellen, für eine Kreatur, und es gibt 40 in dem Spiel. Klar, T-Rex ist natürlich, da haben sie wahrscheinlich sehr viel Arbeit eingesteckt, im Gegensatz zum vielleicht in Triceratops, aber sie haben es bei jedem wahrscheinlich einmal versucht. Man möchte diese Kraft dahinter irgendwie wiedergeben, ne? Mit dem Bass auch, das klingt super schön, und mit dem Echo. Oh, the animation team that we got Frontier is fantastic. There was a lot of back and forth with them sending us. Diese Zusammenarbeit, ne? Sie kriegen die Animationen, werden darauf in die Brille anpassen, und wenn sie sehen, der Brille ist etwas zu lang, der Sound ist etwas zu lang, dann werden sie halt einfach, ne? Die Animation darauf anpassen. Hey, der T-Rex sieht so alt aus, habt ihr gesehen? Habe ich auch schon, die Theorien habe ich auch schon so gelesen und gesehen, dass es ein älterer sein könnte und dadurch verändert ist. Okay, die Animation natürlich. The feet from one creature to try and get the idea, the feeling of that leg, and you might get a tail from another creature to get something that's got a particularly big, heavy tail, and you kind of wind all those things together, and you end up with a kind of mental picture of how that creature's going to work. It's important for us that it reads like a living creature, so we try and make sure that it looks like it's got an internal thought process, and that it isn't just this kind of very accurate robot. It actually is an animal. The dinosaurs need to look like dinosaurs you see in the films. They're not scientifically accurate in their representation basically. Ja, das ist schon klar. Mehr so nach Film, dass sie mehr nach einem Film aussehen müssen, ist logisch und auch wunderschön. Just trying to do both of those things, make them scientifically as accurate as possible, but adapting them so that they're universal type, like the Jurassic dinosaurs, as it were. Der Jurassic Dinosaurs. Ja gut, eine ihrer ersten Kreaturen. Dadurch haben sie wahrscheinlich auch so viel Arbeit, dadurch haben sie auch sehr viel Arbeit reingesteckt, damit diese Animationstrailer funktioniert hat. Aber trotzdem müsst ihr euch halt einfach mal vorstellen, wie viel Arbeit sie da reinstecken. Und bei den anderen wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem. Das Spiel wird einfach wunderschön damit. Wir kriegen einfach wunderschönes Spiel zum Film. Ja, hoffe ich. Ich hoffe, dass mein Spinosaurus hier seinen Sumpf mag dann und auch ein bisschen gefährlich ist. That was like, it's just impressive. Like, it was just amazing, just like the first steps in development. Okay, we've got this dinosaur, it's moving around. This is pretty cool. And then you like get the audio in, and then you have stuff like the camera shaking when you get the camera close, and you like start layering up, like going from models to raising animation, just watching it progress. It's just great just to watch it now. And you're like, oh, it's come a long way. Ja, jetzt kommt der Film. Wunderschön, Leute. Was möchte man sagen? Ich meine, simpel. Sie haben... Oh Gott. Ja, also IGN First. Wunderschön, dass sie das gemacht haben. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich finde es wunderschön, dass sie so viel Arbeit in das Spiel stecken. Man erhofft sich dadurch auch viel, aber ich glaube, wir kriegen auch viel. Das Problem war jetzt in letzter Zeit, ich wurde immer wieder bei manchen anderen Spielen enttäuscht, wo ich mich sehr lang darauf gefreut habe. Aber jetzt freue ich mich natürlich noch heftiger drauf und
damals hat mich schon bei Jurassic World gestört, dass kein wirkliches Spiel rauskam. Wir hatten das Lego-Spiel, es war nicht schlecht, aber auch nicht Bombe. Wir hatten das Handyspiel, das war schon auch cool, aber jetzt kriegen wir ein Aufbaugame, ne? Ein richtiges Aufbaugame. Das ist doch wunderschön, ich meine. Und es kommt in weniger als einem Monat raus. Alter. Ja, ich freue mich drauf, wenn ich das jetzt hier so sehe, die Liebe zum Detail, die von den Entwicklern eingehalten wird. Ich hoffe, ihr freut euch auf, schreibt eure Meinung auch nicht auf. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf das Spiel, so. Und schreibt doch mal eure Meinung und Fazit zu diesem Spiel bisher in die Kommentare. Ich finde es wirklich super. Ich freue mich schon, in diesem ganzen Gen zu experimentieren. Ich kann nicht aussprechen. Ich will einfach damit diesen Gen halt ein bisschen rumhantieren und mal schauen, ob man dann mit denen es schafft, einen Saurier so gefährlich zu machen, dass er vielleicht sogar einen großen Fleischfresser erlegen würde. Ihr wisst schon, so ein Pflanzenfresser. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Wird interessant. Ich freue mich drauf. Also ich hoffe wirklich, dass diese Liebe zum Detail zu jedem Saurier wirklich eingehalten wurde. Wir hatten bei Operation Genesis ab und zu dann wieder die gleichen Modelle und alles. Halt nur mit anderem äußeren Körpern und so. Ich meine, gleiche Animationen mit anderen Modellen und so ein Scheiß halt, ne? Mal gucken, wie das hier sein wird. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe, jeder ist einzigartig und ich glaube, so ist es auch. Frontier hat hier sehr viel Arbeit reingesteckt und wir kriegen auch ein wunderschönes Spiel. Das ist meine Meinung zu Jurassic World Evolution. Ich hoffe, sie wird sich nicht ändern, wenn ich es dann habe. Ich hoffe, sie wird nur noch mehr ins Positive gehen. Wir sehen uns dann natürlich hoffentlich bei dem Let's Play und auch vielleicht schon früher auf meinem Kanal. Das war ich, der Marcel. Ciao.